Hallo und herzlich willkommen zurück bei Triple7. Mein Name ist René und es geht weiter mit einer neuen Night City Wire, die gerade nicht gecaptured wird und ich weiß nicht wieso. Wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach mal hier. Zack. Zack. Das ist eigentlich eine Bildschirmaufnahme. Okay, das ist schon mal interessant. Nee. Jetzt nimmt das. Interessant. Ja, eine neue Night City Wire und ich bin heute alleine, denn Domi hat keine Zeit, deswegen gucke ich mir die Night City Wire an. Aber die geht diesmal 30 Minuten früher los, da jetzt noch irgendwie so ein Cosplay-Contest oder so stattfindet. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Und ich werde total krass rausgekiet wegen dem Gelb. Das werde ich mal schnell korrigieren. Wir haben ja gerade noch ein paar Minuten Zeit. Also ein paar Sekunden. Night City is a place of many faces, from power-mongering corpos and chromed-out celebrities to infamous gang members and hard-hitting mercenaries. Take part in our cosplay contest and show us which face of Cyberpunk 2077 is yours. Hinter mir ist übrigens einfach nur noch mal die Zeit. Hello everyone, welcome to the grand finale of our Cyberpunk 2077 cosplay contest. In this contest, we asked our talented community to cosplay a character from the game based on officially published art, screenshots, videos, cosplay guides, etc. And let me tell you one thing, we were blown away by the results. After announcing the contest in June 2019, we decided to take it for a tour around the world. We visited 5 gaming events in different countries. We went to Gamescom in Germany, PAX in the USA, Tokyo Game Show in Japan, Igromir in Russia, and finally, Paris Games Week in France. I'm sure not all of you had the opportunity to be there, so let's see how it all went down. Gamescom Germany wins. Ja, irgendwas Japanisches war das, glaube ich. Ja. Achso, von jetzt alle durcheinander geschnitten. Das ist der Erfinder von Cyberpunk. Also der Schriftsteller, Schreiber, Autor von dem Pen-and-Paper-Regelwerk. Es gibt einen recht bekannten Johnny Silverhand-Cosplayer. Der ist quasi sowas wie ein Maul-Cosplay nur für Johnny Silverhand. Der Maul-Cosplay hat früher immer, oder macht immer noch Geralt von The Witcher. Viele andere große Cosplays, offizielle Cosplays zu irgendwelchen Spieleserien. Das ist auch das offizielle Gesicht quasi zu Ivor von Assassin's Creed fast. Der ist auch ein Deutscher. Bin ich ganz schön stolz drauf. Für unsere deutschen Boys. In each of those events we chose one winner who advanced to the grand finale. But we weren't done yet. For everyone who couldn't be there, we also organized online qualifiers where people could submit their cosplays on a dedicated website. You see, we met dozens of amazing cosplayers during offline qualifiers, but we received hundreds more submissions online. So as you can imagine, the choice wasn't easy. In fact, it was so hard that instead of choosing 5 more finalists from online qualifiers, we chose 7. And now, 12 best Cyberpunk cosplayers are competing for the first place in the first official Cyberpunk 2077 cosplay contest and a nice chunk of the $30,000 prize pool. Are you ready to meet them? Andy. Hi everyone, I'm Valentine Costumes, and this is my V cosplay. I'd love to have more time to show you all of the details of this costume, from the precise top stitching and hand-painted motifs, through the custom modelled and finished guns and props, but for now, let's just watch it all in action. Lucky rabbits, So, what? where do you think you're going? Sit. That way. Hey, say! Hey, you got my splinter? Sure have. You got my stuff? The hell is this thing? Hey, if anything goes wrong, this never happened. You worry too much, Saint. Nothing's gonna go wrong. Hold yourself on. Don't think nothing's going wrong. What went wrong? Everything. Sergei! Ja,
der muss natürlich wieder total übertreiben. Привет, я Степанов Сергей, обычный парень из России, деревни Пафин. Мое любимое занятие – создавать крутые вещи. Мечтаю о своей мастерской. Полуфинал сделал меня на шаг ближе к этой цели. Ройс был хорошо описан, я воспроизвел его в мельчайших деталях. Но на экзоскелет не было гайда. Предстояла большая и сложная работа. Хотя, что рассказывать? Брейн-дэнс. Работал в гараже у отца, на кухне и даже на улице. Вес костюма около 80 килограмм. В суставах ног установлены газовые лифты. Большая пушка – это пульт управления анимацией, эффектами, костюма. Шлейф управления проложен как в игре. Активаторы на ногах включают механические звуки шагов. Выстрел из оружия сопровождается оригинальным звуком из игры, анимацией света и движения. Фразы Ройса для атмосферы злодея. Щит имеет перфорацию с подсветкой. Das hat er aus dem Trailer rausgeschnitten, denke ich mal. Anna, auch aus Russland. Lizzie Weezy. Wichtiger. So eine Sängerin, glaube ich. Also eine Real-Life-Sängerin, die verkörpert und auch singt. Also es ist ein aufwendiges, krasses Cosplay. Ich mag nur diesen Metall-Roboter-Style nicht, weil der halt im Real Life echt nicht gut rüberkommt. Sieht halt aus wie so eine Marionettenpuppe. Da ist mal ein dickes Auto gemietet. Einfach nur fürs Fotoshooting. Da weiß ich natürlich nicht, ob das irgendwie die CD Projekt Red irgendwie unterstützt hat. Okay, man kann die Maske abnehmen. Okay. Das Make-up, das da drunter sieht ja wesentlich besser aus. Cody aus den USA. Johnny Silverhand. What's up? My name is Cody Lewis from Philadelphia, Pennsylvania, and I'm cosplaying as Johnny ganz Silverhand normaler from the new game Cyberpunk Metal-Boy. 2077. Überhaupt keine Offense. Das ist ein ganz normaler Typ und jetzt BAM! I've been a fan of CD Projekt Red's games for a long time, dating back to when I started playing The Witcher 3. And when I saw that they were coming out with Cyberpunk 2077, I was very excited. And even more excited when they announced a Cyberpunk cosplay contest. I had never cosplayed before and I was kind of nervous to start the competition, but when I saw that Johnny Silverhand was one of the characters they could cosplay as, I immediately jumped on it because I'm a guitarist myself and I thought I could play the character very well. And being a guitarist, I wanted to be able to play the guitar while wearing the costume. So when I built the costume, I made sure that I was able to play the guitar while wearing the arm itself. Oh, Mitte. Achso. Nur Handschuhe. Selina aus Germany. Intropism. Okay, jetzt frage ich mich, was sie gewonnen hat. Also, was die so. Sieht natürlich super cool aus, so eine bildschöne Frau, aber was ist jetzt da so krass dran? Außer, dass die aussieht wie so weiße Schokolade mit Nuss. Das war fies, oder? Nimmst du. Okay, Special Effects ist aber nicht Make-up. Also für mich ist immer das Kostüm und das Make-up entscheidend. Man kann Special Effects ringsrum mit Nebel und so. Ja, hier, Special Effects Make-up. Mega gut. Hier ist das Selina Engel. Eine hübsche Frau, ne? Kann man nichts anderes sagen. Oh. Caitlin. Also, female V. Check your comms. Dick's just sent over a bounty, and she should be headed his way. Alter. Oh, look who it Hier die is. beleuchtete You got some balls coming around here. Klamotte. You run this joint. What you gonna do about it? Oh, what the fuck? Dieses Fake-Geacte, das mag ich nicht so. Ist aber nur persönliche Präferenz. Was sie da machen, ist super cool. Also, geile Typen. Geile Leute. Keine Frage. Das ist, weil was sie davor gemacht hat, ist einfach nur so ein bisschen zur Schaustellen, aber jetzt nicht so viel Fake-Geacte. Ein bisschen Effekte. Ja, meine ist einfach. Spare me, I'll call off the bounty.
Aber die gibt eine coole Wie ab. Also wenn ich mir einen Charakter erstellen müsste, wie Original Wie, könnte sie schon sein. Ich weiß jetzt nicht, ob sie so einen Asia-Touch hat. Die hat auf jeden Fall einen Asia. Okay, ist eine Indonesien. Indonesierin, sagt man das? Indonesien. My name is Lola Zieta from Indonesia, Southeast Asia. Been waiting for 7 years and now the wait is over. So enough talking. Ja. We have a city to burn. Ja, auch wieder hier weiße Schokolade, ne? Crunch. Aber die, ich sag mal so, wenn ich jetzt so wie bei Saints Row, man hat immer den gleichen Charakter, der hat immer nur so ein paar Nuancen, mehr asiatisch, mehr schwarz, mehr weiß, klingt komisch, mehr kaukasisch oder mehr afrikanisch. Der Typ auch, und sie actet das auch nicht so overacted. Gucken, wenn sie jetzt gleich noch eine Nahkampfszene hat, das ist natürlich richtig fett. Aber was sind halt die Effekte? Das ist für mich ein cooles Video, aber das ist nicht das Cosplay, das so raussteht. Sie gibt einfach nur eine super geile Wie ab. Echt cool. Und wenn ich jetzt eine asiatisch angehauchte Wie spielen würde, würde ich sie nehmen. Die davor, die auch so leicht asiatisch, leicht Latino, so würde ich mir meine Wie auch vorstellen. So grob in die Richtung, ne? Mia, auch aus Germany, ist aber ein Typ, oder? Hi, I'm Mia, also known as Tingilia Cosplay. I cosplay since 2015. For this competition, I cosplay Dum Dum, a character which allows me to transform completely into a badass gang member from the world of Cyberpunk 2077. Thanks for watching and goodbye. Und das muss ich sagen, ist ja richtig fett. Der hat halt dieses schon ziemlich fake aussehende Silikonhautzeug. Passt aber, weil die so billig aufgemoddet sind, die Leute. Dann halt diese ganzen Sachen, die kann ja sogar durchgucken. Ich will nicht wissen, ob das ihre Augen kaputt macht. Also da sieht sehr krass aus, ne? Ich frage mich, wie die aussieht, also ob die sich wirklich den Kopf rasiert hat. Wäre jetzt nichts Neues, weil hier Undercut und diese Halbglatzen sind ja auch alle gar nicht mal was Neues. Doch, das ist rasiert, ne? Das ist keine... Die hat sich echt den Kopf dafür rasiert. Auch wieder coole Effekte, bla blub. Interessiert mich aber nicht. Julia aus Estland. Hey guys, I'm Yugra and I'm an artist from Estonia. Yugra? I like both digital and physical forms of art. I like to experiment with materials and I'm a huge fan of collab projects. Okay. My cosplay is a home Manticore AD character, which I decided to upgrade with Glatze, extra cyberpunk swag. Das ist, glaube ich, drüber. My jacket has an inbuilt screen for ads, while the boots are enchanted with lights and smoke machines. Cyberpunk 2077 is my most ambitious project and I hope you enjoy it. Schön USB-Port. Also der Style auch wieder cool. Oh Gott. Ein Schritt dieses Laser da. Ist halt ein cooles Outfit, ein cooles Cosplay, aber hat für mich nicht diesen Bam-Effekt. Weißt du? Das ist jetzt auch wieder durch Effekte. Effekthascherei sozusagen. Yugoro? Das Dimitri aus Frankreich. Trauma Team International. 3 minutes. Heal. Diagnose. Extract. An emergency unit is also, die nehmen ihre Kunst schon ernst, finde ich super. Die Leute hier, Soldier comes equipped with the latest die Randoms sehen schon military-grade cool aus. cyberway available. Deadly accuracy, faster reflexes, and of course, greater strength. Das sind aber entweder Osteuropäer oder Franzosen, die equipped with the most recent Gang Tower Industries weapons, no hate. the best weapons in the market. The Militech M10A Flexington is a small caliber handgun, but no less deadly. Okay, das ist eine Französin. Aber nicht schlecht. Das ist auch ein krasses Outfit. Keine unnötigen Special Effects. Dann glänzt das Outfit. Wenn es ins Outfit eingebaut ist, cool. Wenn du halt hier kurz mal eine Vibe ins Maul steckst und ein bisschen... Hi, I'm Dimitri, also known as Props It Yourself. I'm a French cosplayer, and this is my cyberpunk cosplay for the final. Cyberpunk. Ja, auch der Larry, USA. Ist auch wieder cool, Special Effects Make-up. Wichtig ist halt, dass der Effekt vom Kostüm kommt, nicht? Du haust dir kurz mal deine Vibe rein, wie auch immer, und machst kurz mal ein bisschen Rauch. You Militech people got a lot of nerve calling these meetings and not showing up. Where were you?
Oh, schon wieder I'm so. sorry. I thought that we agreed to meet in a secure location. That's bullshit, you know it. Is that all you got? You belong to Maelstrom now. Das ist zu dunkel. Also hätte er jetzt noch ein bisschen Licht, wenn er so wie jetzt. Man sieht halt diese ganzen Sachen. Hello, my name is Larry Hastings. I'm from Cincinnati, Ohio, USA. A lot of people said that Royce couldn't be Heißt done. er Larry und sein Charakter heißt auch Larry? Habe ich das jetzt richtig However, verstanden? myself and my team thought that that was the most interesting problem that we had to solve. Thus, we brought him to life. Here's what we got. Catherine, Czech Republic. Auch wieder, das ist jetzt so eine Heard you osteuropäische. were looking for me. Come. So you are... Catherine, but you can call me V. You are not what I expected. Catherine V. Can a girl from Czech Republic with guns in that city? Yes, I mean, no, what I meant actually was... Look, here you can be anything you want. That's right. Sorry, buying or not? Okay. Anthony of Lexington. Coole Waffen, coole Outfits, Come now, he did there. cringiges Geactet. Das ist eine Vektor. Hat die Englisch gesprochen? Habe ich jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Ich habe nur Mundbewegung gesehen. No racism intended. Willst du bringen? Ja, cooler Effekt. You forgot to check out these. Also, check out these. Keine Kraft. Wow, they were all amazing. Do you have your favorite? Because Yeah. they certainly didn't make it easy for us to choose. Die zwei But V's in der before we Mitte. meet our judges and Die reveal zwei the weiblichen. winners, let's talk about prizes one more time. I already mentioned the $30,000 prize pool, but that's not all. Die anderen kriegen Our auch team was. has prepared a little surprise. We decided that regular Whoa. trophies are not cool enough. So instead of that, the top 3 will receive detailed props based on weapons from the game. They have been made specifically for this Völlig aus dem occasion, 3D-Drucker, oder? and winners will be able to do with them as they please. They can use them as props in their photo shoots, or just display them in a cool place in their houses or their workshops. To be able to judge everyone fairly, earlier this September, we organized a prejudging session with each of our finalists. We were joined by our expert judges, Mob Cosplay and Maya Felicitas. Da sind sie. You may know them as the original V's. So, after taking a closer look at every picture, every video, every work-in-progress material sent by our finalists, and asking them detailed questions about their costumes, we have finally come up with a decision. So let's hear it from our judges. The third place goes to someone who did an incredibly authentic job. When you see him walking in the streets, you think this guy came straight from the game. He looks like the real deal. Ladies and gentlemen, the third place goes to Larry Hastings, aka Vulture Productions, from the US as Royce. Okay, der sieht ganz anders aus, ne? Ich muss ja sagen, dass Maya und Ben, heißt er glaube ich, The winner of the second place did something that none of us or any of the die other sehen halt judges nicht had aus ever wie seen ne? before. Also sie sehen Her aus wie crafting coole skills Night are City Charaktere. outstanding Er ist and she einfach left all of zu us sehr Gerald Wikinger irgendwie und sie ist zu sehr, weiß ich nicht, Barbie. And comrades, Das klingt gemein. the second place goes to Russian name Anna Ormely Milova from Russia as Lizzie Wizzy. Das ist, ja, cool, also verdient auch gewonnen, aber überhaupt nicht mein Favorit. Ziemlich weit hinten sogar. Einfach weil ich denke, vielleicht muss sie aus, aber Lizzie Wizzy sieht glaube ich nicht so aus, oder? Also sie sieht nicht so verchromt aus. The first place goes to someone who used almost every cosplay technique we've ever heard of and also used some very professional techniques. She even cut her long hair and shaved her head for this cyberpunk character. Ja, She's die super Deutsche. dedicated Die Deutschen and also wählen die had to Deutsche. learn a bunch of new skills, all of them to be combined in her breathtaking Aber ja, cosplay. So, ladies and gentlemen, Leute, the first place in the cyberpunk cosplay contest goes to, let's say it together, Tingilia Cosplay from Germany as Dum Dum. Ja. Okay, der hat wirklich ihre Haare. Oh. Ja, aber nee, da guckt euch das an. Absolut verdient. Also,
Und jetzt im Tageslicht sieht es auch nicht mehr so künstlich aus, ne? Aber wie gesagt, ich finde, das passt zum Style. Der muss halt billig aus. That was amazing. Also nicht billig. Please make sure to spend that cash wisely. Muss halt wirklich or not. stark nach Silikon aussehen, aber so würde ich mir den Typen auch vorstellen. Contest. It has been a wild ride for all of us, but let me tell you one thing before we finish. I'd like to thank every single participant. Whether you made it to the finale or not, you all showed enormous talent and determination, and I hope that you will keep up the good work, because there's still so many characters left to cosplay, and you will be able to meet them very soon on November 19th, 2020. So thank you once again, and see you in Night City. See you in Night City. So, jetzt muss ich natürlich mein Geheimnis verraten. Ich nehme das hier nämlich nachträglich auf. Das ist jetzt hier fertig. Okay, 10 Minuten. Okay, ich glaube, die 10 Minuten können wir skippen. We're also going to have news on our Spoiler. At CD. Spoiler. Also, weil genau an dem Tag, wo die Night City Wire lief, ging meine Webcam nicht. Also jetzt, nach der ersten halben Stunde, kommt mein böses Geheimnis raus. Wobei ich habe, glaube ich, vorher schon mal ins Video reingeklickt. Das heißt, man konnte den Cursor sehen. Ja, an dem Tag konnte Domi auch nicht, kann aber auch jetzt gar nicht. Und meine Webcam ging dann nicht und ich dachte mir, ja, sowas hier, React, dann, wenn ich sowas schon mache, dann mit Webcam. Deswegen mache ich es jetzt nachträglich. Ich habe auch das Video dann, ich hatte es zwar laufen, aber ich habe irgendwie nicht hingekommen, dann habe ich mir nach 10 Minuten oder so ausgelassen und gedacht, komm, dann guckst du es dir in Ruhe nochmal in der Aufnahme an. Ich wollte es eigentlich auch mit Domi dann gucken, also ist jetzt Pech. Also ich weiß zumindest, worum es geht, aber Inhalte. Ich kenne ein Meme, an das ich mich noch erinnere. Die Mucke da. City of Dreams, City of Dreams, City of Games, Gangs? Was wollen Welcome to Night City Wire, episode 4, the show from us at CD Projekt Red, where we talk about all things Cyberpunk 2077. We're going to start today's episode by giving you a look at just some of the vehicles you might procure during your time in Night City, and having a chat to senior vehicle artist Paul, who's going to give us a little bit more information before we take you behind the scenes and a look at the lengths the teams have gone to bring vehicles to life. We're also going to have news on an exciting collaboration. Then we're going to be talking about fashion and styles in Night City before we recap the incredibly talented finalists in our Cyberpunk cosplay contest. We'll then wrap up today's episode with some news about Stadia. There is a lot to talk about. So, let's get started. Und sie sitzt halt schon wieder woanders und sie hat auch auf Twitter gepostet, sie sitzt jetzt halt ganz woanders. Ich weiß nicht, inwiefern das ist. Vielleicht hat sie sich jetzt wirklich einen Tisch eingerichtet. Und sitzt da auch oben cool und unten jogging. In a huge open world like Night City, you need a chill ride to get around fast. Diese Stimme. Ich will wissen, wer diese Stimme ist. And in Cyberpunk 2077, there are tons of cool vehicles to choose from. Laura Bay. Get this. 4-liter engine, 6-cylinder, goes from 0 to 100 in 3.2 seconds. You fucking believe that? Ich habe versucht, mich da nicht zu spoilern. Die ersten paar Minuten kenne ich. We've crafted every car and motorbike with amazing attention to detail. On the chassis, the body, not to mention the interiors. You can expect everyone not only to look unique, but to deliver a unique driving experience. Alright, show me what you got. Ja, das war ein cooler Punkt. Don't expect advanced tech or luxurious materials here. Nuh-uh. Yeah. It's not the size that counts, I guess. This class is mostly utility vehicles and low-end clunkers made for every pocket. Hold on. It's a wreck. My damn wreck. Well, definitely no guy or girl magnet. Und vor allem immer die gleichen Autos, aber andere Styles. If you need to impress, look to this class alone. Würde ich jetzt mal nicht machen. Either you match it in cash. Also mit dem Mackiger will ich umfahren. Bisher mit den anderen, vielleicht mit dem Polizeiauto. With these wheels, no expense has been spared, no thrill ignored. Their plush interiors decked out in all the latest tech, while you get to sit back and enjoy the ride. Masterful engineering and practical design. Trucks and tanks for when you need power and brute force. Hell of a machine.
Das ist auch wieder so ein Beast, my pride and joy. And these monsters are literally unstoppable. Ja, wenn die irgendwie einen größeren Nutzen haben. These are for chooms who love the smell of exhaust and the roar of street wildlife. Their powerful engines and exchangeable parts make them perfect. Exchangeable parts? Ganz wichtig. Come on! Und wenn die dann auch noch irgendwie Offroad können, die Badlands, weil man ist wahrscheinlich wenig in den Badlands hin und wieder. Whether it's street racing, running from the NCPD, or just showing off in the streets, with these high-powered beasts, you will have only respect. Oh yeah, like that. Quadra war, glaube ich, so ein Auto von wie If you need speed and armor, the Hypercar class is for you. It means precise bodywork, built-in LiDAR arrays, and really expensive materials. Imagine you're sitting on a pile of eggs. Probably less than 1,000 people in the world can afford the Erendite. Not your typical urban vehicle. They will take you places you never dreamed you'd go. Oh, and original vehicles are not all you'll find in 2077. We also found room on our roster for some true automotive icons. Floor it, V. Das wird ja nicht so sein. Und das ist bekannt, der kriegt halt seine eigene Porsche 911 aus dem Paul, März thank you so much for joining us. I think it's fair to say we've come a really long way from Roach in The Witcher, so there's a lot to talk about. Yep. Und ich nenne mein Auto What Roach. do you want to talk about? Well, let's start with the various classes of different cars, because in the video we saw there were things like economy and luxury vehicles. But can you tell us a bit more about their kind of design philosophy? What does each kind of class offer when people are driving them around Night City? Absolutely. Depending on the variation of the car that you're either buying or stealing, depending on your flavor. You'll notice that they don't just look different, but they also drive different and feel different. If you're buying or stealing a nice fancy looking sports color version of a car, you'll notice that it drives, faster, sounds a little bit more punchy and sporty than, for example, a junkier version of that same car. It can have solar panels tied to the roof or some other pipes that are hot wiring some other, cyberpunk components in your car. And, if it looks cheap, it probably drives cheap too. So it seems that not only do the cars look good on the outside, but there's an awful lot of detail on the inside as well. Things like the dashboard. So can you tell us more about that? Because I know if you find a Quadra Type 66 in the city, it's going to look totally different from the Quadra Type 66 that the gangs are driving out in the Badlands, both outside and inside. Yep, definitely. If you're about to steal a very nice high-end car, for example, when you get in, you'll see the dashboard light up nicely. You'll see your dial indicators revving a little bit. But that may not exist for a junk version at all. It may have the dashboard ripped out completely. No matter what your flavor is, you'll find something that suits your needs. So what about racing then? Will there be racing? Because I know people have been asking. Yes, we're absolutely going to have several races in the game. Different locations, if you know you're going to be driving in the Badlands. Maybe bring a nomad car, just build driving in the Badlands. But if you know you're going to be racing in Night City, just bring the hottest wheels you've got, okay, in jedem Gebiet gibt es ein Rennen. No matter where you're racing though, you need to bring a gun, because this is Night City and you never know what's going to happen. Okay, so you talk about bringing cars then. Let's talk about storing and calling cars, because we know people can steal them. But what if somebody's found a car and they absolutely love this particular one? Is there a way for players to kind of build that collection? And then how do they actually, summon them? Well, summoning cars works pretty much the same as you would summon Roach in The Witcher 3. Your transportation may or may not show up on a roof somewhere. Okay. But, we're still working on fixing some bugs here and there. But yeah, if there's a car that you really, really like very much, if you can't wait to own a Quadra or a Type 66, you'll get a message from your fixer and says, hey, got a Quadra for sale for you, you want to buy it? All you have to do is drive over, pay the money, and you've got your very own Quadra. Not to mention that every single vehicle that you buy, every single player vehicle, is absolutely unique in every way. It's got a unique interior, unique exterior, paint job. It'll sound different, but it'll also handle different. So in the video, we did mention there was space for a true automotive icon. Do you want to reveal what that actually is? Of course. The car in question here is Johnny Silverhand's car. And Johnny Silverhand is, he's a big rocker boy and he needs some wheels to match.
So we gave him a 911 Porsche from 1977, which means in 2077, Johnny's car is going to be exactly 100 years old. Well, Paul, thank you so much for your time today. Personally, I think I'm going to try and balance being a super cool badass mercenary and driving a Mai, because I love that little car. I think I could do it, right? I could be cool and in a Mai. Definitely. Mai is absolutely cool as long as you stay on the road and not on the sidewalk. I'll try my very best. We'll see. In past episodes, we've said that music plays a huge part in bringing Night City to life, but it's not just music. Our teams went to incredible lengths to recreate and capture the sounds that really bring these vehicles to life. Cool. I mean, they might have had some fun driving them, but also Musik, sure Background Music Design ist für mich wichtig. So Sounddesign ist cool, aber Musik, das was jetzt gerade läuft, mega gut. Nee, wenn es wie in Saints Row oder GTA ist, dann kann es auch sein, dass man in einer Mission eine Karre kriegt, die schnell mal in die Garage fährt, die Mission schlägt Film, man macht sie nochmal und man hat die Karre sich erglitscht. Ich hoffe, das ist nicht so der Fall, dass man die vielleicht nach der Mission geschenkt kriegt. We started with the visuals and then we wanted to attach a proper sound to the visuals so that you have like a nice feeling or a nice vibe of the complete car. And then we moved on to organizing the whole thing. Early on, we made the decision that we are going to record on the racetracks and then we are going to record cars in movement. We started cooperation with Tomek Choki, who is like very, very well-known racing driver in Poland. That's really a nice sensation when you're driving with a racing driver and then you push the car to the limits. Like you can feel the G's with the braking and tight cornering, and you can feel the car actually like bending the laws of physics. We wanted to record a broad spectrum of cars, so we started with powerful muscle cars and then we went to more screen T6s, and then we went to V10s. We wanted to grab the off-road cars, we of course grab some drift cars, just to have a more aggressive character in the car. Lotus. We had to assemble a sound group or a sound team that would make the placing of the mics process very, very fast because we had plenty of cars to do in a short time span. We had the team of mechanics from a rally team and they helped us immensely. What they've done, they allowed us to put the microphones into places that we wouldn't be able to access differently. Putting a mic right into the car, they helped us to locate the places that are best. Usually place 3 microphones in the engine bay, 3 microphones in the exhaust and 2 microphones in the car. Cars are very, very complex in terms of sound and it's very difficult to get all the necessary components that you have to make it sound believable. But we were trying to look for something that would give us the character of the engine. Wenn's hilft, ne? Muss ja nicht hübsch sein. Das Polizeiauto das ist, glaube ich, sogar genau das Polizeiauto, was die in Dings benutzen, im Energielandia. We wanted to use normal organic electric engine that you could actually have in the nowadays cars. We didn't want the engines to be futuristic sci-fi-ish sounding. We want them much more organic, much more down to earth, something that represent the combustion engine. And on top of that, we added small elements like a futuristic horn or like a futuristic UI of a car. It makes you feel like you are in a car of the future, and some car might talk to you, other car might have blips and bobs that will make you feel like you're in a futuristic hätte ich jetzt gerne nochmal gesehen, habe ich jetzt gar nicht so gut aufgepasst. Die haben aber, glaube ich, so einen richtig spacey Move gemacht. Das waren also keine Standardflügel. Ich würde gerne nochmal das Crash-Auto BMW sehen. Ich könnte natürlich jetzt zurück, aber das mache ich nicht. We wanted to be very, very close to what Mike set up in the lore. And early on we decided to record Johnny's original car, which is the Porsche 911 930 from 1977. We recorded on dyno in control environment in a chamber. We could put Mike in very different places. Porsche 930 that we recorded is the only car really that will be really sounding like the real car in the real world. Nissan Skyline, kein GTR, also schon ein etwas älteres Modell. Aber
aber die kann man sich nicht. We recorded more than 40 Die haben sogar die Sounds von den elektrischen Fenstern vehicles for a game that is not really a racing game. Truth being told, this was the hardest part in my sound career, and I'm very, very proud of what we achieved with the sound team. This was something that we didn't do before, so creating the designs, creating the technology behind how the sound behaves, that's the best thing actually I ever did in my sound career. Das wäre es, glaube ich, auch schon. Also, was, aber Quadrat Type 66 ist, glaube ich, das Trailer-Auto, das man überall mal gesehen hat. There has been a lot of talk about cars so far, so let's take a look at another collaboration. This time with Johnny Silverhand. I mean Keanu Reeves. Keanu. The smell. The travel. Yeah. Journey. Keanu ist einfach so ein krass geiler Typ. Der ist so overhyped, ich weiß es, aber zu Recht. Er ist einfach... Ja, da. Der ist halt absoluter Nerd. So angenehm, so ein toller Typ. Ist aber gerade mit dem Matrix 4. Seine Freundin ist ja auch hier. Das ist eine Wohnung gemietet, der muss noch was erzählen. I'm Guard Hollinger. I'm Keanu Reeves. And we're here as representatives of Arch Motorcycle, and we're doing some audio recording for Cyberpunk Keanu ist, glaube ich, Investor oder also Mitbegründer oder so. Das ist auf jeden Fall seine Herzensfirma. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie Geld oder Recht drin hat. Arch Motorcycle is er gehört auf jeden Fall dazu. Custom production motorcycle company. What's unique about it is that the motorcycles are built on a production platform, but each one is designed to be able to be personalized for each customer. Allein wenn man sich den Auspuff anguckt. Ich habe auch keine Ahnung von irgendwelchen sieht aber nach so nach When CD Projekt Red approached me about doing Cyberpunk 2077, they also spoke about integrating. They were fans of, or I guess people who worked at the company were fans of Arch Motorcycle, and so they broached the idea of creating kind of specialized Cyberpunk 2077 version of Firma übernommen. Das ist so fett einfach. And I thought that was a very fine idea. Ja, fand ich schon ganz geil. Ich hoffe, Keanu bleibt einfach stehen. We have a motorcycle we've designed and we've been developing called the Method 143, and so that I think in particular was a creative inspiration for the designers, so they sort of used that as a basis and then went further. So it has totally different, crazy looking power plant. We did a little schön mit XLR da. That's good, I like it. Today we're capturing sounds, getting some actual sounds of a power plant, drivetrain, and characteristics of the motorcycle, which I'm sure they will, have play with and stuff, but the source will be pure. It has a sort of a racing engine in it compared to our production motorcycles. It has a dual exhaust system, and it sounds pretty... Sounds good. I could definitely blindfolded tell that that's the Method 143-ish sounding motorcycle, yeah. Also Motorrad werde ich mir einfach holen, einfach weil so ein Spiel. Es ist mir scheißegal, ob ich fahren muss, ich will alle Fahrzeuge haben. Ich glaube, es gibt halt nicht so übelst viele. Es gibt halt so, weiß nicht, 21 Autos und wahrscheinlich 9 Motorräder oder was. Nature of the role-playing aspect of the game, I think it'll be cool to be on a bike and hearing that going city streets and getting into the madness and mayhem. Aber auf so eine Kleinigkeit habe ich Bock. Deshalb, ich spiele gerade viel Genshin Impact und das einfach, mach einfach, worauf du Bock hast und darauf habe ich Bock. As with all episodes of Night City Wire, if you're tuning in late or if you just want to watch anything again, we will be uploading everything to our channels soon. Ist aber auch gerade auf Twitch. Now it's time to talk about styles in Night City. Are you more kitsch or neo-militarism? Neo, also neu oder Near-nah? Oder Neo, oder? Böses Beispiel, Neonazi. Ja, ich will auf jeden Fall so kitschig rumlaufen. Ich spiele dann wahrscheinlich auch eine Frau. Weiß ich nicht. Wenn jetzt der Charakter Welcome to the brief authoritative history of Night City. This chapter is devoted to so-called styles. Stimme.
deeply linked with the history of the world and a very important aspect of life in the city. You can find them everywhere. In cars, clothes, guns, implants. They are your war paint. As one of our sponsors says, it matters not if you're dead, as long as you're doing it in style. The moves on this girl. Slicing them up like sashimi. 4 visual styles are evident in the Night City of 2077, each with its own history, status, and features. Neon hair, illuminated tattoos, and chrome. Function comes second. Looks are what matter. So 50-50, ne? 50% ultra geil, 50%. Stanley here with you, and we got another day ahead of us in this city of dreams. City. The 4th corporate war broke out, and entropism was born. Vast and deep crises forced people to find ways to survive by any means. Getting the job done, no matter how, was the primary goal. The look? Who cares? I love this town. Love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her. Fuck them, fuck this job, fuck this city. Plus deadly elegance without ostentation. Corporate militaristic fashion, mostly seen in the wealthier parts of town. Substance over style, that's the motto. Outfits, ne? Wo du denkst, ja, hier Hugo Boss haben schon gute Sachen designt, aber man verbindet es mit Nazis, also darf man das nicht sagen. We like to fuck. And we like pain. And we like pain. Celebrities, brain dance stars, business magnates, heirs to corporate fortunes and corporate executives. They abandoned the cold, deadly elegance of neo-militarism and returned to the roots of kitsch, but gave it a fresh, new look. Das ist nämlich diese oh shit, these hands. Die sieht da anders aus. Sometimes it seems like I just brushed something and sparks fly. Ja, die sieht ganz anders aus, finde ich. Weißt du, ja, das ist auch gar nicht so schön. Die Rich Kids. Thank you for your attention. Ist auch wieder die Frage, we wish you a very pleasant stay in our marvelous metropolis. Good luck. Vielleicht hat man ja so einen generellen Style, dann hat man vielleicht nur die Jacke drüber. Man hat so einen Neo-Kid an und so wie er, ne? Know where you'll find most of them? Ist halt nur die Samurai-Jacke drüber. The graveyard. Luckily, matters not where you're from, matters not where you start. What matters here is the walk you walk. Der Rapperdoc ist auch mal gut. Und da oben. Ja, guck mal, also kann man schon mal, das ist halt zu glatt. Just before this episode started, you might have tuned in early and seen our Cyberpunk cosplay contest finale. But just in case you've missed it, we've prepared a little summary for you featuring our very talented finalists. In the Cyberpunk cosplay contest, we asked our very talented community to cosplay a character from the game based on the art, screenshots, videos, cosplay guides, etc. We thought regular trophies weren't quite cool enough, so we decided that the top 3 will receive detailed props based on weapons from the game. They have been specifically made for this occasion, and the winners can do with them as they please. Der will natürlich so ein Prestigeobjekt und the 12 best Cyberpunk cosplayers who have competed for first place in the first official Cyberpunk 2077 cosplay contest. Are you ready to meet them? Gibt's jetzt eine Kurzzusammenfassung? Ja, ne, einmal das Video, wo sie nochmal am Ende alle zusammengeschnitten waren. Das ist einfach nicht meins. Okay, die werden zusammengeschnitten. Sie sieht halt auch echt maskulin aus, ne? Das hat sie echt gut hingekriegt. Und sie sieht so nicht wirklich maskulin aus, finde ich. Der Frauen, die eher so eine maskuline Seite haben, die können sich dann gut verstellen, dann sehen sie aus wie ein Kerl, alles gut. Da hätte ich jetzt zum Beispiel gedacht, das sind 2 verschiedene Cosplayer. Durch diesen Effekt.
Jetzt zum Beispiel alles cool, bis auf diese Lebenstöte. Das Acting, naja gut. Er zum Beispiel war zu simpel, er hat ein cooles Kostüm, aber Cosplay ist für mich nochmal eine Schippe drauf. Ohne No Hate, also super Arbeit. Also du kannst halt Kostümdesigner sein, Maskenbildner oder Cosplayer, dass du so eine Figur lebst. Und ich glaube, sie hat sie ganz gut gelegt. Das ist jetzt mein persönliches Gefühl, vielleicht haben sie es nicht rübergemacht, vielleicht bin ich auch anders abgestimmt, völlig in Ordnung. Ich bin absolut kein Profi. Now before we wrap up today's episode, there is one more thing to talk about. Previously, we announced that Cyberpunk 2077 was coming to Stadia, and today we can tell you that it is arriving on November 19th alongside other platforms, and pre-orders are starting now. Wenn es kein Preload gibt, erstmal Stadia schnell schon mal losballern. Over, but if you do want just a little bit more, then stay tuned right here on the Twitch channel and join us for our post-show. As always, don't forget that if you've missed anything or if you just want to watch again, we will be uploading everything to our channels shortly, and we'll be back with Night City Wire episode 5 soon. No, actually, there is one more thing we're going to show you. Welcome to the diner. So what do you want? Supercar? Big house? You want to rule this city? Well, you ain't getting anywhere without an upgrade. You need a softer touch. Stronger's fine, because taking over Night City ain't gonna be easy. I'm in. Cyberpunk 2077. Available November 19th. Ich weiß jetzt nicht, was die Trainer werden wird. Ja, und das ist halt auch geil. Wir machen unseren Scheiß selber. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann Kohle her. Landet auch bei uns. So, was auch mal das hier für ein Kram ist. Nee, ich will hier nicht. Kann ich hier sagen, geh weg? Dann gehe ich hier hin. So, ja, war eine coole Night City Wire. Es gibt für mich, also ich werde jetzt hier gleich im Anschluss nochmal ein bisschen durchklicken, werde ich jetzt aber nicht noch ins Video machen, weil es geht jetzt schon seit 50 Minuten. Ging aber schnell, als gedacht. Ich dachte, ich brauche 1,5, aber ich habe auch die Pause übersprungen, also alles gut. Coole Sachen, geile Cosplays. Wie gesagt, das ist für mich eher so eine Sache, ich verstehe es vielleicht einfach nicht. Also, alles gut. Aber ich habe Bock und wie gesagt, ich will mir wirklich viel angucken. Werde jetzt nochmal ein bisschen so Hintergrundrecherche machen. Werde nochmal durchs Video gucken, werde mich aber nicht zu sehr spoilern. Was sie jetzt zum Beispiel auch angekündigt haben, ist Motion-Tracked Dialoge für alle großen Unterstützer, oder ich glaube sogar alle Unterstützungssprachen. Also ich denke mal so Spanisch, Deutsch, Russisch, Englisch, Polnisch. Da wird Dialog zu der Mimik passen. Also nicht so wie Geralt, der dann einfach loslässt. Wobei ich sagen muss, das haben sie bei The Witcher echt gut gelöst. Und klar, das hat nicht immer synchron gepasst, aber das sah nicht off aus. Wobei ich sagen muss, hier in den Trailern am Anfang, da haben die gequatscht und das hat so mechanisch komisch gewirkt. Ich hoffe, das haben sie ausgebildet. Nicht, dass sie sich jetzt verschlimmbessert haben. Da hätte ich lieber wirklich dieses Cartoonige. Das ist auch immer mein Lieblingsbeispiel. Es gibt so viele Spiele, die versuchen, so moderne KI zu bauen und dass die Charaktere in den Spielen so modern aussehen, so Until Dawn, Detroit Become Human und so. Und wenn dann die Leute da so total überdreht reden, weil das von einem richtigen Menschen abgelesen wurde, von einem Schauspieler, der total, oder noch schlimmer von einem Synchronsprecher, der ist ja vielleicht die Mimik gar nicht gewohnt, also der versucht zu sprechen, sieht dabei aber total käsig aus. Ich glaube, das passt beides nicht, weil Schauspieler sind keine Synchronsprecher und Synchronsprecher sind keine Schauspieler. Oft. Nicht, dass sich das ins Gehege kommt. Ich bin mir da aber nicht sicher, bin auch wieder kein Experte und ich merke hinten, mein Greenscreen, den habe ich jetzt doch zu niedrig eingestellt, ist aber wurscht. Ich hoffe, das wird besser als in den Trailern und nicht in den Trailern ist quasi schon Spoiler. Sieht nicht so cool aus. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall, ich darf nicht vergessen, das muss ich jetzt im Anschluss machen. Ich werde mir Wie nochmal angucken, die Autos nochmal angucken. Und das war's eigentlich, oder? Ja, Wie, also die weibliche Wie und die Autos. Ja, das war's für heute mit der Night City Wire Episode 4. Wir sehen uns wahrscheinlich nochmal für die 5 und die 6 und dann kommt Night City Cyberpunk 2077, was ich streamen werde und ich werde mir wahrscheinlich sogar extra Urlaub dafür. Schlimmer ist, die neue Nvidia Grafikkartengeneration kommt einfach nicht aus dem Knick.
Da muss ich auch erstmal gucken, wie ich das mache, dass ich das ordentlich in hoher Qualität streamen kann. Ich habe schon überlegt, ob ich Katja frage, ob ich mir ihren Laptop leihen kann, weil die hat auf dem Laptop im Laptop eine 2060, ich habe eine 1070. Das heißt, sie hat wenigstens RTX. Das heißt, ich könnte Raytracing machen. Und ich will ja eigentlich eine 3080 haben. Aber so viel dazu. Ja, das war's für heute mit der Night City Wire. Ich mache jetzt noch Outro und Ende und dann war's das für heute. Ich danke euch fürs Reinschauen und wir sehen uns in Episode 5 wieder. Haut rein. Ciao, ciao. Peace.